Luxus gepaart mit Komfort. Da kommt ein Abenteurer raus und der nennt sich Hymer BMC T550 Whiteline. Und den schauen wir uns an. Mein Name ist Dominik und herzlich willkommen bei Virtual Campsite. Wir fangen wieder in der Heckgarage an und die ist absolut riesig. Wir haben hier eine Zuladung von 350 Kilo. Hier bekommt ihr wirklich fast alles rein, was ihr reinbekommen wollt. Das Ganze ist hier auf einem Mercedes-Benz Sprinter mit 4,43 Tonnen, 170 PS und Euro 6D. Das Ganze hat eine Länge von 6,99 Meter, die Breite von 2,29 Meter und die Höhe beträgt 2,96 Meter. Die Daten hier links, die werde ich euch später mit einblenden. Jetzt gehen wir erstmal rein und schauen uns das Fahrerhaus an. Vom Stern, von Mercedes-Benz. Das Ganze mit einer 9-Gang-Automatik. Da schlägt doch das Motorherz einfach höher. Die Fenster im Fahrerhaus, die sind selbstverständlich ausgestattet mit einer Faltverdunkelung. Das heißt aus hochwertigem blissiertem Stoff, genauso wie oben das Skyroof, auch zu öffnen. Natürlich genial. Wie ich finde, dank dem Skyroof kommt hier natürlich richtig viel Helligkeit rein, was den ganzen Raum einfach freundlicher und lebendiger macht. Unter der Sitzgruppe haben wir hier noch eine Schublade, bis 15 Kilo belastbar. Der Tisch, der ist stufenlos einstellbar in verschiedenen Höhen und Tiefen. Das ganze Fahrzeug hat selbstverständlich einen Doppelboden, damit man im Winter auch schön reisen kann. Jetzt machen wir mal hier beispielsweise jetzt mal eine Klappe auf. Da befindet sich jetzt mehr die Elektronik darunter. Nicht wirklich nutzbar als Stauraum. Und machen wir einfach wieder zu. Unter der Seitensitzbank befindet sich auf jeden Fall ein Stauraum. Den möchte ich euch zeigen, der ist tatsächlich recht groß. Also hier bekommt ihr wirklich noch einiges mit rein. Absolut von Vorteil. Gerade wenn man mit mehreren Personen unterwegs ist, kann man diesen Stauraum sehr gut nutzen. Was mir persönlich auffällt, auch wie hier jetzt die Klappe, sie sind alle recht stark angeschrägt. Das ist scheinbar das neue Design von Hymer. Auch hier wieder mit Soft Close. Ja, ein bisschen größer hätte es sein können. Schauen uns gleich mal das nächste Fach an. Also super verarbeitet, das muss man sagen. Und ja, siehe hier, da haben wir ein paar Gurte. Das lässt doch mal darauf schließen, dass wir hier ein Hubbett mit dabei haben. Ich muss gestehen, beim Reingehen ist mir das Hubbett gar nicht so aufgefallen. Selbstverständlich mit Verdunkelungsplissés. Also so eine Tür mit Fenster ist immer recht angenehm. Einen großen 32 Zoll Fernseher, die Bedienpaneele von Hymer. Schauen wir uns noch schnell das Hubbett an. Leider ist es hier der Schlüssel nicht da, sprich ich kann es euch nicht mal runterfahren, um zu zeigen. Ich hoffe, ihr könnt euch trotzdem irgendwie einen Eindruck davon verschaffen. Hat eine Breite von 1,40 Meter sowie die Länge von 2 Meter. Über der Küche haben wir ein Schränkchen, das ruhig etwas größer hätte sein dürfen. Zudem gibt es hier tatsächlich 3 230 Volt Steckdosen. Ich weiß jetzt nicht, warum man gleich 3 braucht. Auf jeden Fall gibt es sie mit USB
Stecker. Hier machen wir jetzt einfach mal die Plissés zu. Und dann möchte ich euch noch das Kochfeld zeigen von Dometic. Ein 3-Flammen-Gaskocher. Also, ja, denke ich, braucht man jetzt auch wirklich nicht. Eine schöne Rundspüle mit der Abdeckung, die, wenn sie umdreht, mit Schneidebrettfunktion, ja, kennt man. Machen wir wieder zu und wir schauen uns mal die Fächer alle an. Hier haben wir das Bedienelement für den Gasherd mit Elektrozündung und die Schubladen, die sind rollengelagert. Hier wieder der Besteckkasten, selbstverständlich ganz oben. Wie gesagt, sie sind rollengelagert und sie haben einen Servo-Soft-Einzug. Warum sie jetzt Servo-Soft-Einzug heißen, es ist auf jeden Fall so. Belastbar bis 15 Kilo wieder. Hier drüben haben wir die Lichtschalter. Wie gesagt, der Wagen ist jetzt komplett ohne Strom. Den Gasblock und wie gesagt die rollengelagerten Schubladen. Hier die Lichtschalter und hier unten befindet sich dann noch ein Abfalleimer zum Trennen vom Biomüll. Dann schauen wir uns noch die zwei Bodenfächer an. Ja, hier haben wir den E-Block. Ja, Sicherungen. Ihr kennt es. Dann hier. Hier ist die Batterie drin. Da ist auf jeden Fall noch Platz für eine weitere. Ja. Ansonsten könnte man natürlich sich auch Lithium dazu kaufen. Und dann schauen wir uns jetzt mal den vermeintlich recht schmalen Kühlschrank von Tedford an. Und das ist ein 142 Liter Kühlschrank mit einem 15 Liter Gefrierfach. Wirkt anfangs tatsächlich sehr schmal, aber ich war erstaunt, wie viel Platz da drin ist. Ja, von Truma selbstverständlich eine Klimaanlage. Sollte natürlich mit dabei sein. Unterm Kühlschrank befindet sich eine weitere Schublade. Für Stauraum ist auf jeden Fall gesorgt hier beim Hymer. Die Treppe, die ist leer. Also sprich, hier kriegt sie noch ein paar Schuhe rein. Sonst geht da gar nichts. Hier haben wir noch einen kleinen Kleiderschrank oder Staufach. Schauen wir uns noch den Kleiderschrank an. Auch relativ schmal. Wie gesagt, das Fahrzeug hat eine Länge von 6,99 Meter. Wie versprochen, die Details im Überblick und siehe da, er hat tatsächlich einen Verkaufspreis für dem ausgestellten Fahrzeug von 124.080 Euro. Der Schlafbereich vom Hymer B MCT hat leider nur auf der Beifahrerseite ein Fenster, sowie oben die Heki. Leider an der Fahrerseite gibt es kein Fenster. Hier haben wir jetzt eine 230 Steckdose sowie USB Steckdose. Die ist tatsächlich vorhanden. Machen wir mal auf. Die Fächer sind sehr klein, würde ich behaupten. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Platz erhofft. Also könnte schon eng werden mit den Klamotten, je nachdem, was man immer mit dabei hat. Hier haben wir noch den Kleiderhaken. Was mir extrem auffällt, das sind diese vielen Spiegel überall. Also wir haben es einmal quasi vom Bett gehen, dass wir es nochmal begutachten können. Hier an der Tür gibt es nochmal einen Riesenspiegel. Am Waschbecken gibt es ja nochmal einen Riesenspiegel. Hier haben wir die Tedford Kassettentoilette sowie die Duschkabine, alles in einem.
Gigantisch ist auf jeden Fall das Frischwasservolumen hier beim Hümer und das sind 180 Liter. Also Autarkie ist auf jeden Fall gegeben damit. Ja, ihr kriegt hier euer Parfüm, alles mögliche, was ihr mitnimmt, rein. Ein Seitenfenster gibt es hier im Bad leider nicht. Das hätte ich mir gewünscht, das wäre nochmal recht schön gewesen, ist aber nicht so. So sieht das Editionsmodell B-Klasse Modern Comfort T Whiteline von Hümer aus. Ich persönlich fand ihn nicht schlecht. Um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich sage danke fürs Zuschauen und wenn ihr noch nicht wisst, wohin es in den Urlaub gehen soll, dann klickt doch einfach links auf das Video. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß rechts mit dem nächsten Wohnmobil. Ciao, euer Dominik.